don't necessarily have the means or the time to make it happen. Wir haben vielleicht nicht die Mittel und die Zeit, dass das wirklich geschieht, aber sie haben diesen Grund, sie haben den Willen dazu. And as leaders in the church also, we have an opportunity. Und auch für uns, die in der Kirche Verantwortung haben, bedeutet das auch eine Chance. Because people want to help, but when they serve, they don't automatically grow in discipleship. Wenn sie wollen sich im Dienen engagieren, aber wenn sie das tun, bedeutet das nicht, dass sie automatisch in der Jüngerschaft wachsen. Maybe you can relate to my experience back home. I know some people who have been serving for many, many years, but they seem to have really bad attitudes nevertheless. Und vielleicht habt ihr etwas Ähnliches erfahren, was meine Erfahrung ist. Ich kenne Leute, die haben für viele, viele Jahre gedient, aber sie haben schlechte Angewohnheiten, schlechte Charaktereigenschaften, das hat sich nicht geändert, obwohl sie dienen. So, spiritual growth doesn't happen automatically, but it is an opportunity where we can help people grow spiritually. Also, geistliches Wachstum geschieht nicht automatisch, aber es ist eine Chance, eine Gelegenheit, wo wir Leuten helfen können, geistlich zu wachsen. And so we can talk about that a little bit. Darüber können wir vielleicht weiter ein bisschen sprechen. I just want to share in two parts. The first part is how our parish serves the poor. Ich möchte zwei Teile vorstellen. Der erste ist, wo und wie dient unsere Pfarrgemeinde den Armen. The second half is how we have learned to help people grow spiritually when they serve. Und der zweite Teil ist, wie wir gelernt haben, Menschen zu helfen, geistlich zu wachsen in ihrem Dienst, in ihrem Dienen. The first way that we have learned to serve the poor is to emphasize relational service. Und der erste Bereich, wo wir das gelernt haben, ist wirklich Menschen darauf auszurichten, zu dienen in Beziehungen. At the root of all material poverty in the world is relational poverty. An der Wurzel aller materiellen Armut in dieser Welt steht die Armut in den Beziehungen. We can learn this from the story of Adam and Eve in Genesis. In der Schöpfungsgeschichte, in der Genesis, können wir das lernen. Das ist die Geschichte von Adam und Eva. The story of the fall tells about their disobedience from God and eating the forbidden fruit. Die Geschichte vom Sündenfall berichtet von dem Ungehorsam gegenüber Gott und dem Essen der verbotenen Frucht. And as a result, 4 relationships are damaged. Und das Ergebnis war, dass 4 Arten von Beziehungen beschädigt wurden. The relationship with God is damaged and they try to hide from Him. Die Beziehung zu Gott wurde beschädigt und sie haben sich versucht, vor ihm zu verstecken. Their relationship with themselves is damaged when they experience shame. Die Beziehung zu einem selbst von den beiden wurde beschädigt, weil sie haben Scham empfunden. Their relationship with each other is damaged. They blame one another. Die Beziehung untereinander wurde geschädigt, weil sie einander beschuldigt haben. And the relationship with the world is damaged when God says that as a result their labor will be difficult and toilsome. Und die Beziehung zur Welt wurde beschädigt mit diesem Ergebnis, dass die Arbeit wirklich hart und mühsam wurde. Of course, that's not God's will. He wants shalom. He wants us to experience harmony in all of those relationships. Das ist natürlich nicht Gottes Wille, weil Gott will, dass wir Harmonie und Frieden, Shalom haben in allen unseren Beziehungen. And so our service to one another, to the poor, is all about restoring and repairing those relational brokenness. Und deshalb ist unsere Arbeit, geht es vor allen Dingen darum, auch unsere Arbeit mit den Armen, diese Wiederherstellung und Heilung der gebrochenen Beziehungen. So that's the first point, relational service. The second is to form partnerships. Der erste Punkt ist das Dienen in Beziehungen. Das zweite ist, Partnerschaften zu haben. We serve people in our community and around the world by partnering with other organizations. Wir dienen in unserer Stadt und auch in anderen Orten der Welt durch Partnerorganisationen.
as we talked about Father White in the main session this morning, the primary purpose of the church is to make disciples. Und wir haben heute Morgen schon gehört, was Father White gesagt hat, dass das Hauptziel der Kirche ist, Menschen zu Jüngern zu machen. We definitely still desire to serve the poor and to help our communities. The best way to do that is by partnering with others. Und wenn wir den Armen dienen, entweder in unserer Stadt und woanders, haben wir gemerkt, dass die beste Weise ist, mit Organisationen zusammen das zu tun. So we can remain focused on our primary mission as well. Damit wir zu unserer ersten Mission und unserer hauptsächlichen Mission Zeit und Raum haben, und das ist, Menschen zu Jüngern zu machen und Jüngerinnen. When I first started working at the parish, we were doing many different service projects that were serving lots of different organizations. How many years ago? 10. Als er vor 10 Jahren begonnen hat, in der Pfarrei zu arbeiten, da haben sie ganz viele verschiedene Dienstprojekte gemacht mit sehr vielen unterschiedlichen Partnerorganisationen. On the one hand, this was great, but on the other hand, if someone wanted to serve, it took an hour to sit down and explain to them all of the different opportunities. Auf der einen Seite war das ganz großartig, aber auf der anderen Seite ist, wenn jemand dienen wollte und sich engagieren wollte, dauert es mindestens eine Stunde, um überhaupt zu erklären, was wir alles für verschiedene Dinge tun. So over time, we began to develop themes and focuses to partner with specific organizations to focus our efforts. Und mit der Zeit haben wir begonnen, bestimmte Bereiche auszuwählen und einige wenige Organisationen auszuwählen, mit denen wir dann in partnerschaftlicher Weise zusammenarbeiten. As a result, because we were able to focus our efforts, we were able to achieve much more. Und weil wir unsere Anstrengungen in eine Richtung gebündelt haben, waren die Wirkungen größer. And the last thing that we have learned is to focus our service on long-term impact. Und das Letzte, was wir gelernt haben, ist, dass wir unser Dienen ausgerichtet haben auf langfristige Wirkungen. There are other churches that have decided to focus on short-term impact. One is not better than the other. We think it's important just to choose. Und es gibt andere Organisationen, die sich mehr auf schnelle Hilfe, auf schnelle Wirkungen ausrichten. Und es gibt diese beiden, und die haben nicht einen unterschiedlichen Wert, aber was wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir eins von beiden auswählen. For example, when there is a natural disaster, some people are the first to respond. There are others who walk over a long period of time to rebuild that community. Zum Beispiel bei Naturkatastrophen gibt es einige Organisationen, die leisten die unmittelbare, schnelle Hilfe. Und dann gibt es andere, die schauen, wie man langfristig dort wieder was aufbauen kann. One is not better or worse. We have just decided to focus on long term. Eins ist noch nicht schlechter und besser als das andere, aber wir haben die Entscheidung getroffen für uns, dass wir mit Organisationen zusammenarbeiten, die längerfristig am Werk sind und für längerfristige Dinge arbeiten. So that's how the church structures its service to others. Und das ist, wie unser Pfarrer aufgebaut ist, wenn sie anderen dient. Now I want to talk about how we motivate and help people to grow when they serve. Und das war der erste Bereich. Der zweite Bereich, den ich ansprechen möchte, ist, wie wir den Menschen, die anderen dienen, dabei helfen, geistlich zu wachsen. The first point is to make service accessible to people in our church. Und der erste Punkt darin ist, dass wir diese Bereiche, wo wir dienen, überhaupt zugänglich zu machen für die Leute in unserer Gemeinde. It's very simple and basic, but it's important for us to make all the arrangements so that someone can just show up to serve. Und es ist eigentlich ganz einfach, aber das heißt, dass wir alle Vorbereitungen tun und alles bereitstellen, dass jemand, der kommt und Interesse hat, dann auch einfach beginnen kann, sich zu engagieren.
coordinating all of the resources and the logistics and the schedule so someone can simply sign up and serve. Und alle Informationen, alles was dazu braucht, alle Ressourcen bereitzustellen, aber auch die Logistik für die Transporte und dorthin, dass sie einfach beginnen kann mit dem Dienst. Another thing that we do to make service accessible to people is encourage serving together with family or friends or in a group. Ein zweiter Punkt, den wir gelernt haben, ist, dass wir Leute ermutigen, nicht alleine in einen Dienst zu gehen, sondern zusammen mit Gruppen, zusammen mit ihren Freunden oder mit ihrer Familie. Going out to a service experience could be intimidating for some, and so it makes it more accessible to have someone to do it with. Manchmal, wenn man so einen Dienst beginnt und alleine kommt, kann das sehr verunsichernd sein. Und deshalb ist es besser, wenn man Leute dabei hat, die man schon kennt, und dann fühlt man sich dabei sicherer und So when the church is talking about encouraging people to serve, we invite opportunities for the whole family or a small group to go and do it together. Also wir bereiten das auch vor, so dass sich Gruppen, Familien zusammen engagieren können. It's just human nature. If any of us is going to a party with a group of people we don't know, it's much nicer to have a friend that you're going with to go. Das ist im normalen menschlichen Leben auch so. Wenn man alleine auf eine Party geht, wo man niemanden kennt, ist es irgendwie, macht es uns keine Freude, aber wenn man mit ein paar Leuten geht, die man schon kennt, fühlt man sich dort wohler. The second thing that we do to make our service effective is to make it intentional. Und der nächste Punkt ist, damit es wirksam wird, muss es eine klare Zielsetzung haben. As I mentioned before, spiritual growth doesn't happen automatically just because someone shows up to serve. Und was ich vorher schon gesagt habe, wie wenn man dient, heißt es nicht bedeutet es nicht automatisch, dass Leute geistlich wachsen und dann zur Kirche kommen. So we usually build in an opportunity for some sort of teaching or prayer or sharing before or after every service opportunity. Und deshalb gibt es bei uns immer eine Gelegenheit, entweder vor und nach dem Dienst, zum Gebet, zum Austausch und auch Lehre. Also wo wir etwas lehren. Someone will share a scripture or lead the group in prayer before or after. Vorher oder nachher sprechen wir über einen Bibelvers oder jemand leitet die Leute, die dann dienen, gehen auch an miteinander zu beten. So often when we engage with the poor, it's an opportunity to grow in humility. Oft ist es, wenn wir den Armen dienen, ist es auch eine echte Gelegenheit, in der Demut zu wachsen. But without teaching or intentionality, sometimes we can walk away with judgments or assumptions. Und manchmal, ohne dass wir das erklären, dass die Leute das verstehen, passiert es manchmal, dass die Leute dahin gehen und mit Vorurteilen oder zurückkommen und irgendwie in einer unguten Weise. And those can be harmful for the people that we're serving and harmful for ourselves as well. Und das ist manchmal schmerzhaft für die Leute, denen wir dienen, weil die das merken, aber auch schmerzhaft für uns selbst. So often we include time for discussion and conversation to process in a healthy way what people have experienced. Und Leute machen unterschiedliche Erfahrungen, deshalb schaffen wir eine Gelegenheit, wo sich die Menschen dann, also die dienen, auch darüber austauschen können, damit es in einer gesunden Weise sie dort wachsen können. Just the other day I made a bad assumption. Und das ist mir vor ein paar Tagen passiert. I was staying in my hotel a few days ago and I was preparing for my shower and bath. Ich stand im Hotel und wollte in die Dusche gehen. And I looked at the bottles of soap and shampoo that the hotel had to offer. Und dann gab es eine ganze Reihe von kleinen Fläschchen mit Seife und Shampoo, die das Hotel zur Verfügung gestellt hat. So I picked up one and it said body lotion, so I put it back down.
pflege und dann habe ich es wieder hingestellt. I picked up the second and it said conditioner, so I put it back down. Und dann war dann die nächste Flasche, da stand Festiger drauf und dann habe ich es wieder hingestellt. And there was only one left, so I took it with me into the shower. Und dann blieb das dritte und das habe ich dann, was noch übrig blieb, das habe ich dann mit in die Dusche genommen, in der Annahme, es ist Shampoo. But it wasn't really lathering up like soap. Aber es hat sich nicht so angefühlt und entwickelt wie Seife, so mit Schaum und so. So I looked at the bottle and it was massage oil. Und dann habe ich geschaut, das war Massage. I have never been in a hotel that has had massage oil before. Und ich war noch nicht im Hotel, als dort an dem Platz Massageöl hat und ich habe diese schlechte Erfahrung gemacht. So I made a harmful assumption. Ich habe eine schlechte, schmerzliche Erfahrung, eine üble Erfahrung gemacht. Yeah. Und das heißt, deshalb braucht es eben Gelegenheit, wie man mit diesen Erfahrungen, die man macht, umgehen kann, dass man darüber spricht. Das passiert auch im Dienst mit den Armen. So often when we walk away with an interaction with someone of a different socioeconomic status, we can make harmful assumptions. Und diese Art von Erfahrung passieren, wenn wir mit Leuten zusammenkommen, die einen ganz anderen Hintergrund aus einem anderen Land kommen haben, eine ganz andere gesellschaftliche Situation haben. But by sharing and teaching and praying about it, we can actually grow in humility instead. Und anstatt wir irgendwie beleidigt sind oder was mitnehmen, wenn wir uns darüber austauschen, dann können wir in unserer eigenen Demut und in unserem Charakter wachsen. The final point, we make our service accessible, intentional, and the last point is effective. Wir machen unsere Dienste anderen wirklich gut zugänglich. Wir haben ein echtes Ziel dabei, nämlich das geistliche Wachstum. Das third point was Accessible, intentional, effective. Und wir machen sie wirklich wirkungsvoll, effektiv. Effective, yeah. Again, it's very basic but important. Das ist eigentlich ganz einfach, aber es ist wichtig. As Daniel talked about earlier, well, there are many people out in our communities that think the church is against more things than it's for. Wie der Daniel vorhin auch gesagt hat in seinem Vortrag, haben viele Leute den Eindruck, die Kirche ist viel mehr gegen etwas, anstatt für etwas. By loving and serving people who are poor in our communities, we have an incredible opportunity. Und wenn wir Leute lieben und ihnen dienen, den Armen, dann haben wir eine echte Chance. To build a testimony of God's love for all people. Und ein Zeugnis für Gottes Liebe geben vor allen Menschen. So when we help people, when we serve people, it's important that we do a good job because we're doing it in the name of Christ. Und wenn wir Menschen Armen helfen und ihnen dienen, ist es sehr wichtig, dass wir es in guter Weise machen, weil wir damit ein Zeugnis für die Liebe Christi geben in dieser Welt. It's wonderful. Und die Kirche. Yeah, it's wonderful when we've heard stories of people hearing about the good work that the church is doing and that being an attraction to the church. Und wir haben es schon oft erlebt, dass Leute das gesehen haben und davon gehört haben, wie kirchliche Leute anderen gedient haben und das hat sie selber auch zur Kirche angezogen. When we're effective as well, it helps to recruit more people to get involved. Und was auch ein wirksamer Punkt ist davon, ist, dass es auch da hilft, mehr Leute in diesen Dienst einzuladen. Whenever a group goes out into the community to complete a project or go on a trip, we come and report back to the parish to tell of their good work. Wenn es so ein Dienstprojekt gibt oder eine Dienstreise, also eine Reise, wo man mehrere Tage, eine Woche an der Liebe zurückkommen, gibt es immer einen Austausch und andere Leute sind auch eingeladen, davon zu hören, was sie erlebt haben. So that the next time we go, others know about it and would be interested in participating. Das heißt, wenn wir das nächste Mal machen, haben andere davon erfahren und haben auch Interesse, das selbst zu tun. So we will open it up for discussion and questions for the time that we have left. Wir haben Zeit und jetzt ist die Zeit für Gespräche, für Fragen. Ich wollte euch nochmal daran erinnern, an die Handys. Wenn jemand noch Fragen hat nachher unten im Plenum, wer jetzt so vor dieser Zeit, kann man Fragen eingeben und also die einem jetzt noch eingefallen sind, oder man kann andere leiten und damit verstärken. Bitte schön, Maya.
Mich würde interessieren, was jetzt zum Beispiel so konkrete Dienstprojekte sind. Und das ist die eine Frage. Und das andere, da war es ganz viel die Rede von denen, die dienen und die wachsen. Aber was ist mit denen, denen gedient wird? Werden die ein Teil der Gemeinde oder sogar die Mitte der Gemeinde oder wie schaut das aus? Das war die erste Frage. Konkrete. Can you give an example of a mission project or a serving project? Yeah, certainly. We have projects in our own neighborhoods with the parishes in a suburban area, and so we go into the urban areas to serve at soup kitchens. We help students in poor neighborhoods with their homework. We help in recovery and addiction centers, so those are some examples in our city. How far is it from downtown, the place? 10 miles. Wir sind ungefähr in Baltimore, in einem Vorort, der 15 Kilometer vom Stadtkern entfernt ist, und das ist eigentlich nur ein Wohngebiet, sehr homogen mit Leuten, gibt es eigentlich keine vielen Armen. Und die eine Art von Projekt, die sie machen, sie gehen in die Stadt, also Downtown, wo es große soziale Probleme, viel Armut gibt, und Projekte, in denen sie sich engagieren mit anderen, mit Partnerorganisationen, sind Suppenküchen zum Beispiel, also Abendspeisungen, sie ist Hausaufgaben und Schülerhilfe für arme Familien und Dienste für Leute mit Abhängigkeiten. Das ist die eine Sache. And then we also have partnerships in other communities around the world. We work in Haiti and Africa, Nigeria, Kenya, and so there's communities that we travel to on trips to help with education and clean water and healthcare, things like that. Und dann gibt es Projekte außerhalb in Afrika, in Kenia und in Nigeria und in Haiti, wo wir in Gemeinden, also Orte gehen, wo wir Projekte haben. Das eine ist zum Beispiel die Wasseraufbereitung, clean water, healthcare, education. Genau, das Gesundheitssystem und auch in der Ausbildung der Schule zu helfen mit den Leuten. Da haben wir konkrete Projekte und wir gehen immer an dieselben Orte. Ja, die zweite Frage haben Sie noch. The second question was, you tell what your people are doing for poor people outside your parish. Do you have poor people integrated in the parish? Are the poor the center of your parish? Because of the the neighborhood that we're in, we are in a suburban neighborhood where there's not a lot of poverty very close to the parish. That's why it's important for us to go into the urban environments where there is poverty, because there isn't a lot in our own backyard, so to speak. Das, was er sagt, Sie sind in einer sehr homogenen Gegend. Das war auch meine erste Frage, als ich das erste Mal da war. Wir sind durch Gegenden mit Schwarzen gefahren und mit Leuten, die auch arm waren, und auch in der Kirche waren ganz wenige davon. Weil sie einfach in dem Pfarrgebiet, in diesem 5 Kilometer herum, gibt es eigentlich wenig Arme, bis gar keine Arme, also ganz wenig materielle Arme, und die sind nicht vorhanden, die müssen sie importieren, also sie sind einfach nicht da. Also es ist dann erst wirklich kilometerweit, wo das beginnt. And I acknowledge that's different for all of us. Some of us are in very urban city parishes, some of us are in very rural parishes. It looks very different depending on where the church is located. Ja, das ist so, unsere Gemeinden sind ja auch in unterschiedlichen sozialen Kontexten. Ökonomisch kommt es daher, weil es nicht so gewachsene Gebiete sind wie bei uns, sondern es sind große Gegenden, wo Bauunternehmungen das aufgekauft haben und dann
irgendwie 1000 Häuser im ähnlichen Stil in solchen Siedlungen gebaut haben und die haben eigentlich die ganze Gegend aufgekauft untereinander. Da gibt es keinen Platz mehr, wo anderes Gelände ist. Also das ist ihre Situation. Da war eine Frage. Bitte schön. Ja, ich glaube, Anschlussfrage, ob in dieser Team auch Auer sein könnten, während diese Galionsfigur von dem Team, das repräsentiert sehr, also diese doch unsituierte Struktur, wieso kann nicht der Team, der Unchurched, auch einer von denen sein, die nicht zufrieden mit ihm sind. Auch wenn man sagt, das ist ein bisschen weiter weg, aber mir kommt vor, das ist also eine Ghetto-Situation, wo die nur unter sich sind und dann fährt man halt hin und schaut, wo halt auch mal sind, so wo drin auch mal einfach ein bisschen hin. It is what you tell it with a ghetto situation of well-based people, and why is Tim not a poor man? Why do you not bring poor people to your parish? So Tim is representative of, we say that it is of course unfair to pick just one person as your target audience. We are a community of thousands and thousands of people. So by necessity, it's unfair that we have singled out one imaginary person. Also bei uns in unserer Gegend gibt es tausende von Familien, es ist ganz klar unfair, dass wir nur eine Zielperson dort rausgegriffen haben. But he is representative of a majority, or I shouldn't say majority, of a large percentage of the population, the characteristics of Tim. It's male and it's white. Right, exactly. Our parish is located in a white neighborhood. If we were an urban parish in an impoverished community, Tim would look very differently. If we were in a rural community, Tim would look very differently. It's just reflective of the community that we're in. Wir sind in einer wirklich weißen Gegend und deshalb ist der Tim auch ein Weißer. Wenn wir mehr in der Stadt wären, würde der Tim ganz anders ausschauen. Wenn wir wirklich auf dem Land wohnen würden, würde der dann auch vielleicht anders heißt, würde er auch anders ausschauen. Ist die Frage damit, dass du Ja, ja. Ja, trotzdem die Frage. Ich meine, die Frage dahinter ist, ob es gesund ist, in solchen irgendwie abgeschotteten Gegenden zu wohnen. Ja, das ist jetzt die Diskussion. Genau. Gibt es noch Fragen? Ich vermute mal, Sie haben da noch gar keine Erfahrung haben, Leute vor zu viel Helferaktionismus oder Helferengagement zu schützen. Denn was ich bei uns beobachte, ist, dass es relativ wenige sind, die sehen, wo ein Mann oder Frau ist und sich fast tot arbeiten und dann eben viele, die nicht aktiv sind. Das heißt, die Leute zu schützen, sich zu überarbeiten. Ja. What is your experience with protect people, willing to help others, to help these people to protect themselves, to overdo it, to do too much and too long and to be exhausted? We have often, she said the problem is we have often some volunteers have to do all the jobs and the next thing and the next thing and they're always involved in that. Yeah, that's a great question because it's the experience, I think, of so many parishes. A few people are tasked with doing too much, right? Das ist die Erfahrung von ganz vielen Pfarrgemeinden. Wenige sind irgendwie herausgefordert, viel zu tun. To some degree, at first, it's easier to do it ourselves than it is to include others in the work. Manchmal kommt es daher, weil man Sachen oft schneller macht, als wenn man es anderen erklärt und sie mit einbindet. Das geht also auch. But then over time, it becomes too much for one person to handle or a few people to handle. Also am Anfang ist es einfacher, Sachen
selbst zu machen, aber mit der Zeit ist es natürlich schwieriger, weil man es nicht alles of where they are in life, and we didn't give them a whole lot of advice. I gave a message at it, and I was just saying the other day, I felt like it was kind of a general message, but just that acknowledgement of being single and that being challenging at times, but it can also be a blessing in our lives. And they don't hear that a lot as a single person. So that's a little bit of what we do for single people. Also Sie haben dem Daniel das Mikro gegeben, um diese Frage, was die Singles betrifft, zu beantworten, weil er Single ist, von den drei, natürlich von der Welt auch. Und er sagt, also Singles haben schon auch immer eine Rolle gespielt, und es gibt auch sehr viele Singles, die zu Nativity kommen, wird auch immer wieder in der Predigt, gibt es auch einen Teil dazu. Und er sagt, wichtig ist bei den Singles, oder was man machen kann für sie, ist sie einfach wahrzunehmen, diese Realität, diese Lebensrealität wahrzunehmen. Und sie haben jetzt begonnen, sie haben zum ersten Mal so eine Singles-Nacht organisiert, wo sie eingeladen haben. Da waren über 120, 150 Singles dort, alle Altersklassen hindurch, weil Single ist ja nicht nur jemand, der niemanden gefunden hat. Es kann sein, dass der Partner, die Partnerin gestorben ist oder Trennung da ist oder so. Und ganz wichtig, also sie haben dann einen Impuls gehabt, Musik und Essen und so. Nichts Besonderes, aber einfach die Gemeinschaft genießen und ihnen sagen, wir wissen, es jetzt da, wir wissen, ihr habt Probleme, aber auch schauen, was sind die positiven Seiten, wie kann man mit diesem Single-Sein umgehen. Also wird schon bewusst auch drauf geschaut. We've got a lot of more questions in about 10 more minutes, so let's focus and get specific, even more specific. Thanks for your answers. Die nächste Frage betrifft vor allem jetzt die klassischen Kirchgänger, die Insider, wie Sie es bezeichnen. Wie bekommt man die mit ins Boot? Wie viele haben Sie auch verloren? Wie kann man sie für die Vision beginnen? In dieser Art und Weise sind mehrere Fragen formuliert. Okay, next set of questions concerns the church insiders, the church goers. How do you get them on board? How do you create a vision for them? How do you not lose them? How many did you lose when you first started your changes? Well, you're going to, if you change anything, if you do anything, if you say anything, you're going to lose somebody. So just acknowledge that right up front. If you don't want to lose anybody, then don't do anything. And then guess what? You're still going to lose people. So losing people is part of the dynamic of parish life, and it can't predetermine your efforts to rebuild. Also ehrliche, kurze Antwort, wenn man neue Dinge probiert und neue Menschen erreichen wird, man wird dann Menschen verlieren, weil man die verärgert, aber das ist auch Teil des Prozesses. Und was auch stimmt, wenn man nichts verändert, wird man auch Menschen verlieren. Also man muss bewusste Entscheidungen treffen und auch das Risiko auf sich nehmen und damit umgehen können, dass dann manche Menschen gehen werden. When we first began, I think the preaching series was one of the first things that we introduced at the beginning of the change. And so the preaching series at first started to address the parish that we are is not the parish that we want to become. And all of that was done as a challenge, but also an invitation. We're starting on a journey, we're going, and you're invited to come along with us. Some people did not accept that invitation, but a lot of it started with the preaching and the message series. And it's done in a positive light. We were casting vision. This is where we want to go. The future is going to be better and brighter. It's going to be difficult, but come along with us. And some people opted out of that, and some people opted to participate. Frage war, wie kann man die Kerngemeinde an Bord bringen, wie kann man sie davon überzeugen, dass dieser Weg jetzt der gute und der richtige ist. Die erste große Predigtreihe, die sie gemacht haben, ist genau um das Thema gegangen. Sie haben da die Pfade beschrieben, wie es jetzt ist, wie sie glauben, wie sie sein sollte, haben die Vision kreiert, haben das Ganze positiv beschrieben und haben so geschafft, dass sie da möglichst viele Menschen mitnehmen. Die nächste Frage lautet, was unterscheidet eure Kirche von anderen charismatischen Gruppen? Das ist die Frage. Was haben sie, was andere nicht haben? What's the difference between your church and charismatic groups?
what do you offer that those groups don't have? So for Catholics to come to your church and don't go to charismatic groups. Well, we're a parish, we're not a movement, and our parish is not characterized by charismatic spirituality, but by pretty basic, straightforward Catholic ecclesiology and spirituality. So I think that the parallels between charismatic experiences and our parish, if you were to come, would be to experience a lot of vibrancy, a lot of life and health, but otherwise it's not the same. Also wir sind eine katholische Pfarre und das heißt mit all den Strukturen, die das Ganze umfasst. Natürlich gibt es Elemente, die uns mit den charismatischen Gemeinschaften verbinden, aber jetzt ganz positiv gedeutet, das vibriert da, da ist ein Geist da, das sehen wir auch, das nutzen wir auch, aber natürlich bleiben wir eine katholische Pfarre, ganz normale katholische Messe, aber wir integrieren da einfach geistvolle Elemente, die Menschen zum Brennen bringen. Danke. Jetzt eine Frage für Daniel. Vielleicht wird die Jugend in die normale Pfarrgemeinde integriert oder machen sie einen eigenen Gottesdienst? So Daniel is the young adults or the students, is the youth integrated in the usual Sunday church service, or do we have different programs for them? So they are integrated in the sense that we ask them to come to Mass and they serve in the parish in a lot of different programs. But we do have a program that's just for our high schoolers and just for our middle schoolers that meets each week. So that's their chance to connect in small groups and hear a message for just their age group. Also wir laden Sie ein, dass Sie ganz normal zum Sonntagsgottesdienst kommen und wir haben aber auch für jede Altersgruppe eigene Programme. Konkret ist der Daniel verantwortlich für die Middle School 10 bis 14 und High School von 14 bis 18, die haben dann Sonntag am Abend oder Donnerstag am Abend ein eigenes Programm, das für sie da ist. Aber trotzdem sind sie eingeladen, zur Messe zu kommen. Und sehr oft ist es so, dass die Sonntag am Abend ist Middle School, dass die Kinder mit den Eltern zum Gottesdienst gehen um 17 Uhr und dann für das Programm dort bleiben. Ja, es wird leider schon Zeit für die letzte Frage bis jetzt. Es wird dann noch die Gelegenheit geben, die Kollegen werden daneben bei der Roll-Up, wo RPA steht, Rebuild Parish Association, auch noch zur Verfügung stehen, wenn ihr noch ganz spezifische Fragen habt. Aber die letzte Frage hier im Plenum, die ich stellen möchte: Pfarrmitglieder werden ermutigt, spirituell zu wachsen. Wie geht ihr damit um, dass Menschen unterschiedlich, unter Anführungszeichen, schnell dabei sind oder auch Rückschritte machen? So you encourage parishioners to grow spiritually, and how do you deal with different progress in people, different opinions, different stages in their faith process? How do you deal with that? We have developed a 5-point discipleship plan we call STEPS. In English, it's an acronym, Next Steps, STEPS, stands for 5 habits to grow in discipleship. So that's really the model for discipleship: to serve, tithe, engage in a small group, practice prayer and sacraments, and share your faith with others. And we do acknowledge that people do that at different pace, at different times. That's part of what makes us unique as people, and it's a spiritual journey. I might be far more likely to get in a small group, and Daniel might be more interested in serving, and Florian by nature might be a more generous person, as well as more muscular, but we are all going to be growing. It might be, your next step might be different from Daniel's, might be different from mine, and that's okay. We sort of embrace that. So we keep talking about the steps, and we keep saying, take whatever step is the next step for you. Also wir wissen natürlich, dass es da verschiedene Tempi gibt unter den Menschen. Was wir tun, ist, wir bieten so ein 5-Stufen-Programm an, das nennt sich Steps.
ist ein Akronym. Steps heißt eben Stufen oder Schritte, muss man nicht in der Reihenfolge absolvieren, aber so die 5 großen Bereiche. Das S steht für Service, also Ehrenamt, das T ist für Tithe, das ist so der finanzielle Beitrag, das E ist für Engage in Small Groups, also einer Kleingruppe beitreten, das P ist Practice, Sacraments and Prayer, also Gottesdienst besuchen, die Gebete dort, die Gebetsformen dort nutzen, und das S ist Share, also andere Leute den Glauben weitererzählen, Leute einladen. Das ist so ein Programm, wo man wirklich auch in seiner Spiritualität wachsen kann, jeder nach seinem Tempo. Yeah, danke sehr. Thank you very much. And I would ask you to have a seat over there, because maybe in the next 15 minutes you could be available for special questions from people in this area. Is that possible? Because we will spread out right now for different chances to hold on and stick out to the progress. Okay, ja, wir kommen jetzt in die Phase, auf der Seite kleine Brettchen liegen, mit unseren geflügelten I eingebrannt in Handarbeit und Branding, ja, Innovation mit Geist, mit Spirit. Diese Brettchen sollen eine Einladung sein für die unter euch, die gern auch haptisch etwas haben. Und ihr könnt entweder jetzt schon, das wird nachher im Gebetsteil auch noch eine Stille geben, wenn da jetzt schon etwas da ist und du sagst, das möchte ich mir festhalten, ja, das möchte ich vielleicht auch zu Hause wohin legen, wo ich immer wieder drüber stolpere, mein Blick darauf fällt und es mich erinnert an das, was vielleicht heute hier Gott von mir will oder mir sagen will, durch diesen Tag, durch das, was mir gefällt und durch das, was vielleicht auch provokant war, wie immer. Aber da spüre ich, da soll ich dranbleiben. Dann könnt ihr hier einfach das für euch beschriften und ganz persönlich auch mit nach Hause nehmen. Geht jetzt in der nächsten Phase auch eine Möglichkeit für die, die sich für unsere weiterführenden Programme interessieren. Die stelle ich jetzt noch kurz vor. Es gibt einige Möglichkeiten, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben. Das eine sind diese 3 LIVT-Kurse. Gruppenkurs heißt, dass sich Paaren zusammenschließen, die sonst nicht miteinander quasi zu tun haben. Das gab es schon in Salzburg, in der Steiermark, in Tirol. Es gibt einige Interessenten in deutschen Diözesen. Einzelkurs heißt, das sind meistens Pfarrverbände oder neue, strukturell gebildete neue Pfarrer- und Seelsorgeräume, die diesen strukturellen Prozess durch einen geistlich-pastoralen Prozess ergänzen und komplementär zusammenschauen wollen. Dass man nicht nur davon redet, sondern es auch stark macht. Dann gibt es noch das Komplettprogramm, das von unserem Partner, der MDG München, durchgeführt wird, wo wirklich eine Pfarre ganz spezifisch vor Ort komplett, deswegen weil auch das gesamte begleitende Coaching, Weiterbildung integriert sind, angeboten wird. Und die beiden Kolleginnen, die wir am Vormittag schon kennengelernt haben, Marianne Klingbeil und Barbara Kote, werden hier beim Komplettprogramm zur Verfügung stehen. Ich selber werde beim Einzelkurs und die Kinderkirche heute abdecken und auf der Seite beim Pastoralinnovation-Logo steht die Rebuild Parish Association. Alle, die jetzt noch Näheres wissen wollen, entweder von der Pfarre Nativity oder von dieser Gemeinschaft, die entstanden ist, diese Vereinigung Rebuild Parish Association, die sehr viel tut, um Pfarrer zu unterstützen, die dranbleiben wollen. Es gibt auch die Idee, da vielleicht eine deutsche Ausgabe davon langsam zu entwickeln, wenn es da Interesse gibt. Mit sehr vielen Materialien, Hilfestellungen etc. Der Johannes steht schon Habt 8 bei den USA-Seminaren, weil er ein erfahrener Seminarbegleiter dafür ist. Dann beim Innovationskurs Musik steht der Stefan noch nicht Habt 8, aber wir kennen ihn ja und flott wie er ist, macht er sich schon auf den Weg. Und damit hätten wir, glaube ich, alle abgedeckt. Ich bitte euch, diese Zeit jetzt so zu nutzen, wie sie für euch passt. Entweder, wie gesagt, stille Phase für euch oder hier ein bisschen auf den Markt der Möglichkeiten euch zu begeben. Und Linz, Fahrtgelegenheit, danke. Kurze Unterbrechung noch. Jemand sucht eine Fahrtgelegenheit nach Linz. Kollegin, die keine Vorteilskarte hat, gibt es jemanden, der in die Richtung fährt?
nach Linz. Wo ist Linz schnell? Das ist Richtung... Entschuldigung, das war jetzt sehr gefährlich. Das ist okay. Nein, also offensichtlich gerade mit dem Zug da, gell? Leider. Ja. Sorry. Gut, in einer Viertelstunde treffen wir uns zum abschließenden